Missbräuchliche Familien haben ein gemeinsames Merkmal, und zwar ihr normalisierendes Verhalten. Was wir darunter verstehen und welche Beispiele dafür es gibt, damit du diese erkennen kannst, das verbirgt jetzt dieses Video. Ich heiße Gabriela, ich leite mein eigenes Institut für Resilienz, Trauma und Körperpsychotherapie und ich freue mich jetzt wahnsinnig auf dich. Ja, missbräuchliche Familien. Ich glaube, wenn du jetzt dieses Video anschaust, dann bist du entweder selbst betroffen, also du hast ja in so einer Familie gelebt, oder du hast in deinem Umfeld irgendwie so eine Ahnung, dass sowas irgendwie vonstatten geht und irgendwie forschst du danach, oder du hast so einen Partner oder Partnerin, wo du die Vermutung hast, dass ja, so ein Missbrauch irgendwie passiert. Ja, Missbrauch kann verschiedene Art und Weise ja, geschehen. Das kann ja ein emotionale, also psychische Gewalt sein. Es kann aber auch verbal sein, also wo man durch Wörter dann das passiert. Es kann auch körperlich sein, es kann auch sexualisiert sein, es kann auch organisierte Gewalt sein. Es hat wirklich 1000 verschiedene Schatten. Gleich das erste Beispiel. Die Gefühle werden nicht geteilt. Das heißt, dass die Familienmitglieder ihre eigenen Gefühle gar nicht offenbaren. Das heißt, dass die Atmosphäre ist ja meistens gefühlskalt, also sowohl die Elternteile ja schon entweder selbst auch traumatisiert waren oder zumindest ein Elternteil und das zweite meistens passt sich an und das ist ja meistens dann eben, dass ja in die Unterwerfung geht und diese Atmosphäre wird dann eben auch während der Erziehung auch mit weitergegeben und diese Atmosphäre herrscht dann auch in der Familie weitgehend. Das bedeutet, dass auch die Kinder das Verhalten übernehmen und dass diese Art von Gefühlskälte tatsächlich ein Teil der Persönlichkeit wird, sprich, es wird auch nie ein Bedürfnis entstehen und gezeigt, dass man Gefühle teilen möchte oder Gefühle gezeigt haben möchte, also durch andere. Sprich, auch dann später in der Partnerwahl wird es höchstwahrscheinlich der Fall sein, dass wenn du dann nach Partner oder Partnerin suchst und oder eben Partner oder Partnerin gefunden hast, ebenfalls gefühlskalt ist. Bedeutet aber nicht unbedingt, dass es das dein Bedürfnis ist. Ja, zweites Beispiel. Geheimnisse zu behalten, die geteilt werden sollten. Das heißt, wichtige Geschehnisse der Familie oder innerhalb der Familie werden verheimlicht. Und die werden nicht der Familie oder den Familienmitgliedern mitgeteilt. Und das bedeutet, dass auch eine Art von Familienleben und Familiengeschehen oder Familienhistorie auch dadurch nicht entsteht. Und du sehr, sehr viel vom Leben deiner Eltern und auch vielleicht deiner Geschwister gar nicht partizipierst und davon auch nicht mitbekommst. Das heißt, dass sehr viel irgendwie auch nicht, also nicht nur nicht mitgeteilt wird, sondern tatsächlich wie so ein verschwiegenes, häufig vielleicht Stille auch einfach herrscht, auch sowieso über Gefühle nicht gesprochen wird und dass du auch merkst und fühlst, dass Ereignisse geschehen waren, aber du bist nicht involviert. Dadurch entsteht natürlich auch ein gewisser
ausgegrenzt sein, also das Gefühl von ausgegrenzt sein und diese Geheimnistuerei ja, erzeugt auch eine Art von Isolation, ja, für dich. Drittes Beispiel, verletzendes Verhalten wird toleriert, da es ja die Familie ist. Sprich, durch deine Eltern werden eben verletzende Verhalten, egal was das für, ja, was da eben passiert oder eben gemacht worden ist, immer toleriert. Das ist immer in Ordnung, aber auch wenn es womöglich durch deine Geschwister ja, vollbracht worden sind und wird abgetan und wird ja, als neutral oder normal abgestempelt, weil das eben die Familie ist. Das soll eine Art von, ja, Verschwiegenheit erzeugen, eine Art von nicht nur Toleranz, aber auch Loyalität und gleichzeitig einen falschen Respekt deinen Eltern, deinen Bezugspersonen gegenüber, weil dieses verletzendes Verhalten ist natürlich nicht zu tolerieren, sondern das ist eine Grenzüberschreitung, welche trotzdem legalisiert wird und von dir erwartet wird, dass du das auch ja, als normal ansiehst. Leider wirst du dadurch auch diese Grenzen falsch abspeichern, weil du dadurch auch deine eigenen Grenzen dann letztes Endes normalisierst und alles, was verletzend ist, nimmst du als normal wahr. Das ist ja der Effekt, beziehungsweise das ist die Erklärung dafür, wenn viele das so wahrnehmen bis heute, dass meine Kindheit war ja normal, das war ja alles toll und schön, war aber nicht, sondern das waren alles grenzüberschreitende Erfahrungen und Verhalten, aber du hast es ja so wahrgenommen, weil das normalisiert wurde und als solches abgetan wurde, wobei das nicht war. Nächstes Beispiel für dich. So tun, als wäre nichts passiert nach einem Konflikt. Das heißt, ich hatte auch wirklich sehr, sehr oft solche Erfahrungen schon von Kleinkind auf. Abends, meistens abends, gab es riesen Streit. Also entweder ja, bei mir, ich muss korrigieren, mit mir gab es nicht Streit, ich war ja meistens die Stille. Über mein Haupt gab es dann ja, das Schimpfen durch meine Mutter. Streit gab das meistens zwischen meiner Schwester und meiner Mutter. Und es war enormer Stress für mich, wie ich das erlebt habe. Also von Erniedrigen bis meistens irgendeiner Strafe, dann psychische Erpressung, dann auch immer ein Verbot mit dabei. Genau. Und dann ja, am nächsten Tag nichts passiert. Es war doch nichts passiert. Ja, dann war das ist wie so eine Welt, wo du denkst, also das ist ja eine irreale Welt. Also es kann doch nicht sein. Gestern waren wie Feinde und gestern war ja noch alles irgendwie, ich war doch nicht okay. Ich war doch schlimmste Kind und ich war beschämt worden und ich war wirklich letzter Schandfleck, ja, von der Familie und alles. Und am nächsten Tag dann schön anziehen und dann in die Schule gehen und dann das goldene Kind und so. Und das ist nicht nur sehr, sehr verwirrend, irritierend und auch für die Persönlichkeitsstrukturen, ja, absolute Chaos und Suche natürlich danach, okay, wer bin ich jetzt eigentlich und
wem und wie soll ich dann entsprechen? Aber es ist eine äußerst gefährliche ja, Dynamik, denn du fürchtest ja diese Konflikte, denn die Konflikte selbst und diese Zeiten der Konflikte sind wie Horror, kaum auszuhalten, emotional, auch wenn nicht du selbst den Konflikt hast, sondern nur mitbekommst, wie zum Beispiel mit deinen Geschwistern, deine Bezugspersonen die Konflikte erleben, was ja eben als Sekundärtraumatisierung gilt und ebenfalls auch zur Abspaltung führen kann. Dann eben weißt du, dass danach eine Art von ja, neue Welt plötzlich am Tag danach kommt. Und wie erfüllst du die Anforderungen aus den Konflikten heraus nicht? Dann gibt es ja wieder erneut die Konfliktsituation. Und dieses gutes Kind und nicht gutes Kind und wer bin ich dann jetzt eigentlich, ist ein schrecklicher Zustand, was an sich ja schon eigentlich dissoziationsfördernd ist und ein Kindheitslang ist unglaublich zerstörend. Nächstes Beispiel, Probleme zu verschleiern. Ja, dieses Verschleiern kann ja sein auch in Richtung, wo man gewisse Dinge umschreibt, nicht konkret und ehrlich und aufrichtig darüber spricht oder wo man Sachen abtut oder nein und ja, nee, oder geht man in Gaslighting über, wo man dann, du erinnerst dich nicht richtig oder ja, das ist doch gar kein Problem, ja, sondern das ist ja nur eine Herausforderung des Lebens. Das kann ja verschiedene Art und Formen auch annehmen, wie man Probleme verschleiern kann, oder dass man das auch nicht ernst nimmt. Also wenn du auch im Vertrauen zum Beispiel mit deinen Problemen an deinen Bezugspersonen im Vertrauen wendest und dann wird es nicht ernst genommen, ist ebenfalls sehr schädigend, denn wenn es nicht ernst genommen wird, sondern heißt, dass dieses für dich Problem angeblich doch kein Problem sei, sondern das ist kein Problem. Also es wird entweder vernichtet, wird verschleiert, wird kleingeredet, wird als nicht existent zum Beispiel deklariert. Damit wird nicht nur im Sinne normalisiert, ja, also ausgeredet letztes Endes, sondern dadurch, dass dein Problem nicht wahr und ernst genommen wird, werden natürlich auch deine Bedürfnisse nicht wahrgenommen und du letztes Endes wirst nicht wahr und ernst genommen und geht damit einhergehend, dass du deine Bedürfnisse selbst auch immer weniger wahrnimmst und immer weniger ernst nimmst, denn die werden ja nicht erhört. Und mein letztes Beispiel für dich, so tun, als wäre alles okay, auch wenn es das nicht ist. Wenn du auch in deiner Familie merkst, dass einiges in Schieflage geraten ist und egal wer, aber vielleicht auffällig ist oder zum Beispiel du merkst, dass auch unter deinen Geschwistern zum Beispiel einem nicht gut geht oder dort auch vielleicht große Probleme ja schon gibt oder du dich auch selbst meldest und merkst bei dir selbst, dass einiges nicht okay ist und du vielleicht auch sogar in der Schule schon Probleme hast oder hattest und dennoch wird
es vielleicht sogar auch einmal angehört, aber es wird trotzdem immer wieder so getan, wie wenn das in Ordnung wäre. Wenn vielleicht sogar du dann der oder diejenige bist, der das nur vielleicht aufbläst, ja, von einem irgendeinen Elefanten macht, ja, aus was Kleinem, oder dass du der oder diejenige bist, wo das nicht richtig wahrnimmt. Und wenn auch vielleicht eine deiner Bezugspersonen vielleicht ein Suchtverhalten hat oder du vernachlässigst wird oder du verwahrlost bist oder ihr ganz arg Geldschwierigkeiten habt oder du zum Beispiel Schmerzen hast, ganz schlimme Schmerzen, hatte ich schon mal eine Klientin, wurden ihre Schmerzen ausgeredet. Es wurde ausgeredet. Sie wurde nicht zum Arzt gebracht. Das ist normalisierendes Verhalten. Das heißt, dir wird weisgemacht, dass das, was du wahrnimmst, ist nicht real, sondern normal ist das, was deine Bezugspersonen wahrnehmen, sagen, tun und ihr Verhalten ist. Das ist die Essenz von normalisierendem Verhalten. Ich bin mir sicher, dass du mit einigen diesen Verhalten schon mal zu tun hattest und ja, bin ganz gespannt, was du dazu erzählst. Ich bin sehr neugierig darauf, teile das und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal alles Liebe, Gabriela. 'Cause it feels like